Hallo meine Friends und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Watch Dogs Legions. Ja, wir sind genau hier stehen geblieben. Es geht weiter, ne? Und ja, wir müssen, wie gesagt, wir haben die nächste Mission angenommen. Ja, gesagt, die wurde uns direkt aufgebrummt, sagen wir es mal so. Und ja, wir müssen stets, finde die Signalquelle beim Schauplatz des T-Torn-Anschlags. Eigentlich ich habe gesehen, oder gesagt, wir haben eine Mission eine Nebenmission, in dem wir Wedge rekrutieren können. Ja, jetzt muss ich gucken, halt, wann ich dies machen werde, ne? Und, ja, aber wir fahren erstmal dorthin, ja. Ich weiß nicht, wie lange die Mission vorhanden ist, also diese mit Rekrutiere Wedge, ne? Vielleicht ist die ganze Zeit da, die geht nicht weg, ne? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ja, ne? Wie gesagt, wir konzentrieren uns erstmal auf die Story, auf die Hauptstory und danach können wir gerne die Nebenquests angehen, ne? Wenn die noch verfügbar sind. Oder wenn wir Wedge brauchen. Ich weiß es ja nicht, ne? Ich weiß es wirklich nicht, ne? City auf London. Gut, dann müssen wir hier abbiegen. Nice. Und da sind wir auch schon angelangt. Jetzt müssen wir gucken, wie wir dort reinkommen. Okay. God, there's nothing left here. Ja. It feels wrong standing in the place where so many people died. So what's with all the fucking security? This place should be under repair, shouldn't it? Ah, something stinks here. Good point. Bagley, what exactly am I looking for? Any kind of device or component that could still be emitting the signal. It seems to be coming from within the rubble. Ja, ich dachte, das wäre mal PlayStation 9. Am Feiertag, am 1.1., wo ich dieses Video aufnehme, wird gebaut. Klasse, Sebastian. Naja, ist jetzt nicht so, ja. Stören wir uns nicht einfach daran, denn wir spielen aber weiter. Wir fahren rückwärts rein. Denn hier ist ja noch kein Sperrgebiet, ne? Das Sperrgebiet ist ja erst der rote Bereich. Das bedeutet, wir können hier, wie gesagt, langfahren und uns umschauen. Dort hochklettern. Ja. Guck mal da. Was wir machen werden. Zack. Wir müssen hierher. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen dort rein, ne? Mhm. Wir müssen dort rein. Kapern. Wir können das kapern. Und ich weiß, was wir machen. Oh, wir können die Fracht... Nice. Okay. Das Gute daran ist, wir können die Fracht abwerfen. Ich glaube, das machen wir auch. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Guck mal hier. Schöne Träume. Warte. Fracht abwerfen mit R1. Nice. Sehr schön. Hier haben wir noch mehr. Theoretisch, was wir machen könnten. Wir können hier reinfliegen. Ne? Ich schaue mich kurz erstmal um. Ich glaube, der hat uns gehört. Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte aber gucken, wo hier eine Kamera ist. Oder war das außer Reichweite? Wir müssen dort rein. Dort müssen wir rein. Okay, ich sehe den Eingang.
Das bedeutet, die gehen jetzt sowieso dorthin. Wir holen eine Fracht. Ne? Zack. Shit. That's gonna be hard to explain. Und lassen die hier runter. Ne? So. Ist das ein Bauarbeiter? Ne, ein Sicherheitsangestellter. Ich glaube, hier sind noch mehr. Let's spread out and look. Komm, wir können die Kamera hier hacken. Nice, sehr gut. Das wollte ich auch. Und somit können wir gucken. Da ist noch einer. Wie gesagt, hier ist noch einer, ne? Da. Ja, habe ich zu früh gesprochen. Ja. Das war jetzt nicht clever gewesen. Da ist auch einer. Wir können Spider-Bot kapern. Nice. Okay. Ich weiß nicht, was ist das hier? Welcome back to The Upload. Today we're talking about cryptocurrency. Crypto now seems like it's been around forever, but it's really quite a new invention. Were you an early adopter? I was one of the first that was in this market. There seemed to be a new way of financial transactions, a new way of money. It's something that we could completely reinvent and change some of the legacy financial systems around the world and really give power back to the people. Yeah, it was a real shift in the way that the world works. Let's recap the basics. Central to cryptocurrency is the distributed ledger technology, the tech that keeps track of all transactions. And what this means is you can have a decentralized system without having to trust any one party, like old-fashioned banks. One of the reasons why I got involved so early was that you could stay anonymous. Yeah, the features of cryptocurrency very much fit into that early mindset. It was all about finding an alternative to centralized systems. It was kind of a countercultural punk ethos. The whole point of the distributed ledger is you're not trusting any one person to keep a track of who has what money or how they're spending it. It's all out there in the open for anyone to see, and yet you can remain secretive. But not everybody now wants to keep up this crypto legacy. They don't share this attitude anymore. We've seen institutions, businesses, even governments experimenting with crypto, which doesn't really fit into its original radical counterculture mold. Yeah, it's kind of weird today to think of people not using cryptocurrency. It's so mainstream now. You know, I'm almost nostalgic for the feel of cash. Good old-fashioned paper and coins. First they changed the paper notes to plastic notes, and now it's just all digital. There's nothing to hold on to. It was great just to be able to have a little bit of money to carry around with you. I think the turning point in the UK really came a few years ago when the pound dropped 10% over just one season. People living off grid started using crypto, and just as everyone was losing faith in the pound, they were gaining it in cryptocurrency, which turned out to be much more stable. Kind of the opposite to what people thought in the beginning. And then, of course, there was the recession. It didn't take long for startups to see an opportunity in this new way of doing finance. A lot of traditional money was converted to crypto, and it really shook up the financial sector. Can you remember when they first introduced crypto cash points? That was really sneaky. It was a classic startup behavior. They just installed them everywhere. No consultation with the government, no approval or anything, but people immediately started to use them. Yeah, it kind of reminded me of how Bloom put out the Optic. They just made it free and flooded the streets with these devices. Suddenly everyone had them. If there's this great option of tech, people are just going to start using it, no matter the cost. Parliament actually tried to put a stop to the cash points, but people were using them so much already. There was outrage. I mean, some parts of London were already using crypto as their primary currency by then. And now, apparently, or at least in theory, crypto is illegal. Yeah, in May this year, economists found that crypto was being traded more than the pound, and banks were not happy. They basically forced the government to ban cryptocurrency in a last-ditch effort to save the pound.
But it's not like that's worked. People are still using crypto, and it's been pushed further, deeper underground. Things used to work fine with crypto, and it was just a peer-to-peer sharing economy-style system. Now it's all on the dark web and wrapped up again in organized crime. Yeah, if you want to make something thrive on the black market, just make it illegal. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht... nee, das war das hier gewesen, ne? Ich glaube, das mussten wir aufheben. Ja, gut, ja. Ist es auch egal. Auf jeden Fall haben wir noch mehr Audios, ne? Ja. Gut. Aber ich glaube, wir haben das gefunden, was wir brauchen. What the fuck? This is it. The signal is coming from this spider-bot fragment. No indication yet who it belongs to. I'm impressed it's transmitting anything at all in this condition. Where's the rest of it? Difficult to say, but with an AR reconstruction, we may be able to see what happened to it and if it relates to the attack. Access data relays in the vicinity, and I can compile enough data to build the AR reconstruction. Okay, greife auf die Überwachungsdaten zu. Ich glaube, wir können das hier mit dem Spider-Bot weitermachen. Ja. Ich glaube, das... Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen noch dort oben. Ich weiß nicht, ob das Spider-Bot weitermachen kann. Ich, wie gesagt, bin mir nicht sicher, ne? Ja. Oder ob wir das machen. Ja, okay. Nee, das können wir auch machen. Perfect. 2 more data relays to go. Okay, dann ist es noch besser. Exit, ja, da gehen wir jetzt gar nicht lang. Ich glaube, die können wir auch mitnehmen. Oder das... Ja, nice. Sehr schön. Haben die Technologiespunkte auch mitgenommen. Also schön, dass man einen Spider-Bot hat, ne? Das ist sehr schön. So kann man hier rumschleichen. Und keiner bemerkt irgendetwas. Aber hier, wir kommen hier nicht raus. Wir hängen hier fest, dann müssen wir den Eingang nehmen, wo wir rausgegangen sind. Ich sag mal, wo wir reingekommen sind. Hier ist noch eine Drohne. Ach, die ist immer noch da. Okay. Das ist unten. Okay, das eine ist hier oben, das andere ist unten. Wir nehmen erstmal das obere mit. Und dann springen wir einfach hier runter. Oder? Ja. Ich weiß, wenn wir ja, mit Spider-Bot nicht, ich glaube, unterwegs wären, der wäre das, glaube ich, viel schneller. Ja. One more data relay and I'll have it. Aber so erregen wir keine Aufmerksamkeit, ne? Und dann schaffen wir das auch, ohne zu beschossen zu werden. Wie gesagt, ohne Alarm auszulösen. Ja. This is powerful stuff. Schnell. Okay. Nice. Schnell. Anzapfen. That should do it. Sehr Now, schön. I'll just take the audio from this stream and the video from these 36 and... Got it. Go back to where you found that spider-bot and I'll show you the AR reconstruction from the night of the explosion. Read you loud and clear. Okay. Zack. Dann analysieren wir mal die Aufzeichnungen. Ich meine... Ah, der ist jetzt weg. Ich glaube aber... Nee, man konnte sowieso nichts hier auslösen. Eventuell hier. Ja. Begin searching. CTOS AR. Data reconstruction in progress. You brought the payload? Das war knapp. Fuck, think we'd go back for you? Don't trust the Kelly dog. Blocking that spider bot. Fuck me! Ah, fuck.
Jetzt hat er ihn gesehen, ne? Okay. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben hier eine Drohne. Wait, Kelly? As in Clan Kelly? So gangsters are behind the bombings? This was just a delivery. Clan Kelly probably made a mint supplying the bombs. Interesting. I wonder who they were meeting. She didn't look like Clan Kelly. Does that mean she's part of Zero Day? Well, don't just stand there. Keep looking. Okay, dann sehen wir uns weiter um. Da oben, da, analysieren. Bagley, can you tell me who was controlling the spider bot? I've now fully decrypted the signal the Spiderbot is broadcasting. And while I cannot identify a specific user, it is a call code used by the Metropolitan Police Service. The police watched this happen. Now I'm interested. The reconstruction continues behind that rubble. One to transport. We can do that, right? Or, I don't know, quantum tunnel the space-time continuum? Quantum tunnel technology is at least 10 years away, but Spiderbots and drones are here today. You could try one of those if you don't feel like waiting. Nice idea. Okay, das Gebiet mit einem Spiderbot oder mit einer Drohne erreichen. Das, ja, wir haben ja eine Drohne, ne? Deswegen schaffen wir dies, denke ich mal. Wenn wir nicht festhängen. Okay, hier geht's weiter. Oder? Krass, ja, okay. Die müssen uns wirklich gemacht für einen Spiderbot, ne? Oder wie gesagt, für eine Drohne. Why don't you aim those human eyeballs of yours at the van's cargo? I understand. Da liegt irgendetwas. Oh, da, ja, da ist irgendetwas, ja, das, ne, ihr habt's gesehen, was da liegt. RDX nitrogen and the exact same detonator system like the bombs that were planted at Parliament. Zero Day's calling card. There, hurry. We've got all the deliveries. So you were hired to supply all the targets? Shut it, we're all on need to know. So Zero Day coordinated multiple groups to commit the bombings. That's certainly one way to pull off a massive coordinated attack while remaining anonymous. Zero Day needed manpower and resources, but they needed them at an arm's length. And it doesn't take the world's greatest AI detective to see that both Clan Kelly and Albion benefited in the aftermath. Unfortunately, this is the most we can get out of the AR reconstruction. But if we could find the mystery officer who was spying through the Spiderbot, maybe they could tell us more. Mhm. Wie gesagt, von hier liegt irgendetwas. Aber das können wir nicht mitnehmen, ne? Und ich glaube, wir kommen hier sowieso nicht rein. Warum können wir das nicht mitnehmen? Kann der Spiderbot das noch mitnehmen? The use of all VPN or other private networks is against the law. All persons found in contravention of the law will be subject to prosecution. Ich wollte jetzt nichts anlocken. Warum können wir das nicht mitnehmen? Keine Ahnung. Okay, wir müssen so zum Gebiet entkommen. Assigned to New Scotland Yard 3 years ago. Perhaps more information about its user or its assignment will be available at the station. It's hard to believe the police may have known who the real bombers were all along and never said anything to the public. The only way to know for sure is to investigate New Scotland Yard.
Okay, suchen bei Scotland Yard nach Beweise. Ich weiß aber nicht, wo Scotland Yard ist auf der Karte. Ja. Das wird... Okay, eigentlich gerade nur geradeaus. Ja, gut. Warum habe ich dann gewendet? Wir müssen einfach nur geradeaus fahren. Eigentlich können wir mit der... Ne, mit der Drohne geht es ja nicht. Ne, ist außer Reichweite. Vielleicht finden wir da doch eine Drohne. Ein Spider-Bot. Fahren wir durch. Easy. Oh ja, eine schöne Fahrt durch London, ne? Oder London, wie man dies auch nennen möchte. Ne? Ja, hier darf eigentlich nicht lang fahren, aber das ist mir egal. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. Pretty sure that privatizing the police force defeats the purpose of having police. Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the Spider-Bot will be further in. Okay, ich denke mal, wir brauchen wieder einen Spider-Bot. Ja. Ich guck mal, was wir machen können. Vielleicht finden wir hier einen Spider-Bot oder irgendetwas Ähnliches. Wir müssen auf jeden Fall nach unten. Dort rein. Ich glaube, wir müssen dort rein. Ja. Ich check mich mal weiter rein. Okay. Vielleicht gibt es hier eine Drohne oder so und Spider-Bot. Irgendetwas muss es doch geben. Dort ist was. Okay, ich glaube, wir sind... Ja, aber guck mal da. Was ist das denn? Das ist auf jeden Fall interessant. Das schaut auf jeden Fall interessant aus. Aber... Ich weiß, also... Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja. Hier sind wir richtig. Okay. Mhm. Boah, also, ja. Wir brauchen auf jeden Fall einen Spider-Bot. Wir brauchen auf jeden Fall einen Spider-Bot. Das kannst du nicht... Wir können hier reingehen, ja. Aber das... Boah. Oder wir haben hier eine Drohne. Mit Drohne reinfliegen? Ich weiß nicht so recht. Wir müssen erstmal einen Eingang finden. Dann können wir mit der Drohne einfach da reinfliegen. Von oben irgendwie gibt es einen Eingang oder so. Aus der Reichweite, siehst du? Nee. Einzige Möglichkeit wäre hier rein. Können wir das nicht kapern? Können die Kamera nicht kapern. Okay, oder sagt hacken. Dann fliegen wir einfach mal so rein. Ja, Spider-Bot. Wir brauchen einen Spider-Bot. Ich habe irgendetwas deaktiviert. Aber wir können jetzt von vorne rein.
exactly. Is that the same spider bot? Da müssen wir hin. According to the serial numbers, this matches the piece of spider bot from the Tone bombing site. Can you identify the last user? Navigate the spider bot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. Okay, I'm on Okay, it. gut gemacht. Kappa den Spider-Bot. Ja, machen wir auf jeden Fall. Das bedeutet, wir müssen nochmal rein. Wir müssen nochmal rein. Mit einer Ja. Mit einer Drohne, ne? Ja gut, die meine ich jetzt nicht, aber das ist jetzt egal. Wir haben doch hier noch eine Drohne. Oder mit Camps. Aber wir brauchen... Ja. Ich glaube nicht. Können wir die... Search complete. Sync timecodes. Okay. That opening right there looks like a good exit point. That's a part of the remote detonator system from Parliament. If the Met, or Albion rather, actually analysed it, they would see it wasn't DedSec's handiwork at all. Right, get comfy. This spiderbot might be broken and missing some of its legs, but it can still jump and fit through vents. That's a good way to get through the station undetected. Ja, das kriegen wir hin. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Aus dem Raum hier raus. Müssen wir mal gucken, wo es hier rausgeht. Ja. Ich glaube dort. Das ist der Ausweg. Das ist nicht der Ausgang, doch. Das müsste... Kann man hier raus? Ich habe keine Ahnung. Doch muss... Das muss der Ausweg sein. Oder... That's Dalton's mask. It must have been recovered from Parliament. It might be the only thing left of him now. Das muss doch der Ausweg sein, ne? Ausgang. Weil, wo willst du sonst hier... Es gibt hier keinen Ausweg. Es gibt keinen... Guck. Na? Ich habe keine Ahnung, wo es hier rausgeht. Vielleicht... Oder hier runter. Nee. Und das ist nicht da... Es gibt hier keinen anderen. Oder ich übersehe irgendetwas. Wir müssen dort oben raus. Aber wie kommen wir nach dort oben? Wie kommen wir nach... Siehst du da oben? Siehst du das? Da oben ist ein Ausgang. Und dort? Ah. Okay. Da. Guck mal, den hab ich gar nicht Nice. Was wir auch machen werden mit der zweiten Drohne. Voila. Auf jeden Fall auch die Maske dort holen und den befreien. Wenn wir schon mal hier sind. Warum sollen wir dies da nicht angehen? Hoppala. Ui, das war knapp. Komm, das schaffst du. Dort ist kein Ausgang. Ist hier. Agreed, fuck. You look at all this junk. You'll have to jump your way across to get to the next vent opening. Okay. Wir müssen hier hoch. Zack. Voilà. Wir sind draußen. Also, fast. Links und rechts geht es nirgendwo lang. Doch. Hey. Wait.
dort geht's lang. If the police could handle their job, Albion wouldn't be necessary. But they can't. The tone bombing is a perfect example. A bunch of lazy, overpaid cops are asleep at the wheel. Well, they're not at the wheel anymore, are they? I've been around the block long enough to know what kind of people Albion are. They're bloody cowards. They say they're trying to protect us from criminals and illegals. Really, they're just afraid someone's going to come along and knock them off their high horse. Better, someone actually does. Okay. Können wir die nicht irgendwie... Ne, wir können nichts mit denen machen. Wir können nichts anstellen. Schade. Ja. Geht's lang? Ich dachte, wir sind schon draußen. Naja. Dann eben nicht. Dann dauert es noch ein bisschen. Wir müssen dort raus. Schaffen wir diesen Sprung? Natürlich nicht. Ich glaube nicht. Dieser Sprung ist das ist viel zu weit. Ich glaube, wir springen viel zu früh. Ja, perfekt. Und raus hier. Ah, achso. Ist offen. Ja. Oh, guck mal, wo wir sind. Okay, das ist sehr gut. Das war klar. Das war sowas von klar, dass wir da rein müssen. Okay, wie ich schon gesagt habe, wir versuchen von vornherein. Obwohl... Na, das Problem ist, ich glaube, wir haben... Ja. Wir haben doch selber einen Spider-Bot. Ah ja, perfekt. Ich hätte einfach da reingehen können. Ja, Sebastian. Naja. Ja gut, dann würde ich sagen... Hoffentlich sehen die uns nicht. Trespassing is kind of fun. Das Problem ist, sie sehen uns auf jeden Fall. Einzige Möglichkeit wäre dort lang. Also da, wo ich gerade mit der Drohne reingeflogen bin. Das wäre die einzigste Möglichkeit. Okay, wir sind drin. Wir müssen hier. Hier lang. Ist das richtig hier? Ja. Das nehmen wir mit. Oh, das war knapp, das war knapp. Aber der Spider-Bot ist über uns. Okay, dann ist doch die falsche Richtung gewesen. Aber wir können hier ran. Sperren. Schnell, schnell, schnell.
Okay. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen... Okay. There we go. I think you just made a new friend. If Albion wanted to lock them up, they must be dangerous. And dangerous. Ich glaube, das schaffen wir nicht, ne? Yes, exactly. Doch, 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 doch. Nice, nice, nice. Okay. Got it. Scanning Spybot and accessing its internal drives. While I'm analyzing this data, you should make yourself scarce. Unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatized police force why you've broken into the station. Fine. Something over there? Nein, hier ist keiner, hier ist keiner. What the hell am I looking at? Mitnehmen. Okay. Entweder gehen wir von vorne raus. Ich glaube, vorne raus ist die beste Lösung. Ja. Ja. Jetzt müssen wir noch hier rauskommen. Ich glaube, der sieht uns nicht. Der konnte es aber sehen. Ich warte, bis der sich umdreht. Nice, okay. The Spiderbot fragment you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. A secret location? Fascinating. Let's go find out what we can. Pushing you the ground station's coordinates. Okay, dann machen wir das als nächstes. Guck mal hier. Steigen wir direkt mal hier in das Auto rein. Ja, den Fähigkeitspunkt werde ich mir nochmal holen. Wenn wir die brauchen, ne? Vielleicht nochmal hinfahren. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Karte anzeigen, einfach geradeaus fahren, ne? Ja, einfach geradeaus fahren geht natürlich nicht. Schon ein schnelles Auto, ne? Da sind wir schon. Okay, wir müssen runter. Jetzt können wir das Auto schön hier hinpacken. The GPS history of the Spiderbot we recovered regularly pinged these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. It's quiet and out of the way. A good place to lay low. Or to discreetly dump a body into the Thames. Bagley, any way to get inside? I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. Okay. Jetzt müssen wir... Kann das Spiderbot hier rein? Das Spiderbot muss hier rein. Oder so. Oh mein Gott, das war knapp. Aber sag mal so, wir werden auf jeden Fall verfolgt, ne? Was da gleich passiert. Whoa! There's a secret bunker down there, fully stocked with police equipment. Well, if Albion was stopping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated.
I wonder how their investigation led them to the tone bombing. The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. Zum Beispiel da. This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved. And they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European Processing Center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential DedSec insurgents, whatever. Though we know who the real danger is. So Clan Kelly gets hold of these people, these immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where and why? It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. There's only one way I can do this. 24/7 surveillance on Mary Kelly. If I'm caught, well, this will be my last entry. But I have to see what she's hiding. So, our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. Jesus. Albion was one thing, but now they're working with Clan Kelly too? It seems like 0 Days Web covers all of the unsavory bits of London. Tug on a thread, and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. People are being kidnapped right off the streets. We have to stop this. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Und man hat rausgehört, ein frohes neues Jahr. Ja, ich hoffe, dir hat es gefallen, diese Folge. Wenn ja, lasst mich das gerne wissen. Und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr dann bei der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Zu Watch Dogs Legions auf der PS5. Und ja, ich habe alles gesagt. Ich bin erstmal raus für diese Folge. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich sagen, hört man sich bei der nächsten Folge wieder. Ja, zu Watch Dogs Legions. Ich bin raus. Bis dahin. Wie gesagt, lasst keine Bewertung da, einen Kommentar. Und ja, was noch sonst. Ne? Dies überlasse ich natürlich dann euch. Ne? Dann bis zur nächsten Folge. Euer Basti ist raus. Und ciao, ciao.